mein Titel hier ist vielleicht ein wenig rätselhaft, also ich werde den Grundsatz dieses Vortrags sogleich Ihnen erklären. Die deutsche Wissenschaft ist Philologie. So hat Jakob Grimm in seinem großen Wörterbuch der deutschen Sprache geschrieben. Er meinte aber Philologie in seiner neuen grimmischen Definition, die ich später erklären muss. Und was hat Tolkien mit Philologie oder mit diesen neuen Definitionen zu tun? Ich glaube, wenn wir könnten an Tolkien diese Frage stellen: Herr Professor, wollen Sie bitte uns in einem Wort beschreiben, was Sie wirklich sind? Die Antwort wäre nicht, ich bin ein Schriftsteller, nicht, ich bin ein Professor oder sogar, ich bin ein Weltenschöpfer. Nein, er würde uns antworten, ich bin ein Philolog. In der Tat hat er etwas Ähnliches einmal geschrieben. Es war in seinem Brief an seinen Sohn Christopher in 1958 und der Zusammenhang des Briefes war so. Christopher hatte einen Vortrag in einem Seminar in der Universität zu Oxford gegeben, worin er diskutierte die alten Legenden von den Goten und Hunnen. Es war eine ausgezeichnete Rede, schrieb Tolkien. Und Sie haben Tolkiens Bemerkungen da. Ungeheuerlich erfolgreich. Trotzdem bemerkte ich plötzlich, dass ich bin ein reiner Philolog. Ich finde, das, was meine Nerven wirklich erregt, war eine Sache, die du nur beiläufig erwähntest, Attila. Ohne diese Silben verliert das ganze große Drama von Geschichte und Legende seinen Wohlgeschmack. Was ist diese Revelation bei Attila? 1000 Jahre lang hatte die Welt den Namen Attila gekannt und ihn als den Namen von dem hunnischen König angenommen. Der König, der die Goten von ihrer Heimat in Russland ausgetrieben hat und dann in das Römische Reich eingefallen ist. Sein Name musste natürlich hunnisch gewesen sein und seine Feinde waren die ausgetriebenen Goten. Aber was die Philologen plötzlich begriffen hatten, ist, dass sein Name keineswegs hunnisch war. Nein, es war gotisch und es meinte einfach Vati. Das gotische Wort für Vater ist Atta, wie in des Herrengebet. Atta unser, du in Himmenam, wechnai namu sin, kimai thudinassus dins, wethei wilja dins und so weiter. Und Attila ist ein Diminutiv von Atta, so kleiner Vater, Vatichen. Es ist ein Lieblingsnamen. Also, nicht alle Goten können unzufrieden mit dem großen Eroberer gewesen sein. Er muss unter einigen von ihnen beliebt gewesen sein. Und was meinte das für die Geschichte? Vielleicht war es ein wenig peinlich. Nach den Kriegen des 20. Jahrhunderts haben wir Wörter für solche Leute, die mit dem Eroberer oder dem Eindringling Gemeinschaft machen. Quislinger, Kollaborateurer. Hatten die Goten so sich dem fremden Feinde ergeben, als seine Mitarbeiter im Kriege zu werden? Tolkien wollte das nicht gestehen, aber die philologische Andeutung war sehr klar. In seinen Gedichten, in Die Legende von Sigurd und Gudrun, hat Tolkien viele Anstrengungen gemacht, irgendeine Erklärung und historische Entschuldigungen dafür zu schaffen. Aber was dieser Vorfall zeigt, ist die Kraft eines einzigen philologischen Verstehens. Es gibt ganz neues und unerwartetes Licht auf sogar gut gekannte Geschichte. Ein Wort kann sozusagen alles plötzlich umkippen. Was ist aber diese Wissenschaft von Philologie? Es ist ein schwieriges Wort zu erklären und ich stelle Ihnen vor, dass es jetzt 3 verschiedene Meinungen hat. Erstens, Philologie ist etymologisch die Liebe des Wortes. Gut so, und eine andere Definition erweitert dieses zu Liebe der Sprache und der höflichen Literatur. Diese Definition ist aber nicht sehr interessant, für mich oder für Tolkien. Es ist eine zweite Definition. Ein großer Teil der Renaissance war, wir wissen, die Erfindung von vielen klassischen Texten in die Bibliotheken von Europa und ihre Veröffentlichung den Gelehrten Europas. Was war die wichtigste Erfindung? Einige sagen, es war die Erfindung von dem Gedicht von Lucretius, De Natura Rerum.
Andere sagen nein, es war die Erfindung von dem Germanier, von Tacitus, seine Beschreibung der germanischen Stammen und ihren Sitten, sehr beliebt natürlich unter deutschen Gelehrten. Aber diese interessanten Texte schafften ein Problem. Es war sogleich klar, dass sie alle vielfach abgeschrieben waren für mehr als 1000 Jahre von Mönchen, die keineswegs natürliche Sprecher von Latein waren und auch die Umlagen von den klassischen Schriftstellen keineswegs verstehen könnten. Die Texte waren also von Fehlern und Missverständnissen gefüllt. Und die Aufgabe der Gelehrten war, diese Fehler zu korrigieren. Und dafür brauchte man eine volle Kenntnis von Grammatik, von Wortschatz, von Stil und so weiter. Also, Philologie, Liebe des Wortes, Stufe 1. Aber keine zarte Liebe. Nein, Philologie Stufe 2 ist sehr Liebe. Liebe mit Zucht. Die Renaissance-Philologen lasen ihre Texte nicht, sie überprüften sie. Linie auf Linie, wie eine Rechnung in einem verdächtigen Restaurant. Vielfach wurden die Texte unter Verdacht abgelehnt. Ein Beispiel nur. 100 Jahre lang war die Legende von dem König Arthur als Eroberer von Europa als wahr angenommen. Es war da in dem Buch von Geoffrey von Monmouth, klar und detailliert, wie Arthur in Europa eingefallen war und war näher daran, Rom selber zu erobern, da er wegen des Verrats von Mordred zurückkehren musste. Alles Gute geschrieben in Geoffreys Buch De Gestibus Regum Britanniae. Was wollt ihr mehr? Ja, Verstärkung, das wollen wir mehr. Diese Eroberung. Wie ist es gekommen, dass sie keine Erwähnung davon in irgendeiner europäischen Chronik findet? Die ganze Geschichte ist also nicht sogar Legende, nur Fantasie. Weg mit ihr. Was diese Art von Philologie uns lehrte, war der Skeptizismus. Alles muss skeptisch untersucht werden, sogar die heiligsten Texte, sogar das Neue Testament. Das nannte man die höhere Kritik und ist noch eine Besonderheit von unserer abendländischen Zivilisation. Andere Zivilisationen haben nicht dazu erreicht und das ist für sie eine Schwäche. Ohne Skeptizismus über gelieferte Tradition macht man keine Korrigierungen und also keinen Fortschritt. Die höchst gepreiste Tugend des Philologs war und ist immer geblieben Scharfsinnigkeit. Scharfsinnigkeit, die Fähigkeit, Fehler zu stellen, Missverständnisse zu korrigieren, Widersprechungen zu bemerken und dabei ganz neues Verstehen zu erreichen. Sehen Sie mal, was Jakob Grimm stolz und unnachgiebig behauptete. Ich werde diese lesen. Keiner unter den Wissenschaften ist hochmütiger, Annehmer, streitsüchtiger als die Philologie oder gegen Fehler unbarmherziger. Okay. Grimm aber behauptete das besonders von seiner eigenen Erfindung. Und hier kommen wir an Philologie Stufe 3. Nun, Tolkien, er war ein Philolog. Ja, er sagte selber, er war ein reiner Philolog. Ja, lassen wir ihm ein drittes Wort erlauben. Ich glaube, er würde dazu fügen, ich bin ein reiner vergleichender Philolog. Was ist vergleichende Philologie? Und hier kommen wir an die Brüder Grimm und besonders an Jakob. Vergleichende Philologie war seine Erfindung. Und das Moment ihrer Erfindung war 1890, die Veröffentlichung von Grimms Deutsche Grammatik. Es ist keine geringe Grammatik, es ist eine Studie von den alten germanischen Sprachen und damit eine Erklärung, wie sie voneinander sich unterschieden hatten und noch mehr, wie die germanischen Sprachen noch den klassischen Sprachen verwandt waren. Viele Schüler müssen diese Verwandtschaft vorher bemerkt haben. Die Sprachen sind oft klar ähnlich. 1, 2, 3, 1, 2, 3, unus, duo, tres. Ja, aber dann kommen wir auf 4, 4, quatuor oder 5, 5, quinque. Nicht so klar.
Aber was Grimm erfand, war die berühmten Grimms Gesetze der Langverschiebungen, die alles ordentlich und regelmäßig machte. Grimm war sozusagen der Darwin von humanistischen Studien. Der eine, Darwin, erklärte, wie Evolution hatte die verschiedenen Tierarten gemacht, Mensch von Affe und so weiter. Der andere und der frühere, Grimm, wie Evolution die verschiedenen Sprachen gemacht hatte. Lasst uns einen Moment das Problem von 5 betrachten. Italienisches Wort cinque, von lateinisches quinque, nicht zu schwierig. Lateinische Qu aber in anderen italienischen Sprachen wie Oscan und Umbrisch erscheint als P. So, das Wort wäre Pempe. In keltischen Sprachen auch. Wir finden diesen Wechsel von Qu und P. So auf Irisch ist 5, Quig, früher Quing. Aber in Walisch ist es Pimp. So, Quig, Pimp. Der rekonstruierte Vorfahr von allen muss also ein Wort wie Pinpe gewesen sein. Und germanischen Sprachen aber, uralte P wird F. Zum Beispiel Pater, Vater, also Pinpe 5. Aber auf Englisch, kurze Vokal vor N wird verlängert und N ausgestrichen mit Wendung aus des Vokals. So ganz goes und jetzt goose. Und 5, fief und jetzt mittelenglische Vokalverschiebung 5. Das Buchstabieren von Englisch ist sehr gut und vernünftig. Aber leider beschreibt das Buchstabieren das Englisch von ungefähr 1500 und danach haben alle die Vokale natürlich sich veränderten. Cinque, Italienisch und 5 sind dasselbe Wort und wir können das wissenschaftlich und mit vieler Verstärkung beweisen. Und eine kleine Abschweifung. Was lehrt uns die Geschichte von 5? Es zeigt uns, Pontius Pilatus kann kein Römer gewesen sein. Wenn er ein echter Römer war, so würde er Quintus genannt. Pontius ist oskanisch oder umbrisch. Vielleicht, wenn er ein echter Römer gewesen wäre, so würde er das Selbstvertrauen haben, nicht den Forderungen von Christis Feinde so schwach aufzugeben. Er hätte gesagt, wenn er ein rechter Römer war, ich bin der Mann, der entscheidet, wer gekreuzigt werde. Centurion, wirf diese Herren die Treppe hinunter. Und das würde die ganze Geschichte verändern, natürlich. Kennen Sie die Legende, dass Pilatus in Schottland geboren war? Nein? Ja, nach dem Evangelium benimmt er sich ganz wie ein Schotter. Ich spreche natürlich als ein Engländer, der aber in Schottland erzogen war, so kann ich Ihnen eine ausgeglichene Meinung über die Frage der nationalen Eigentümer geben. Er wurde in Fortingall geboren, unter dem alten Yew-Tree da. Ich habe den Baum gesehen und es ist vielleicht der älteste Baum in Europa, 1000 Jahre alt, 2000 Jahre alt. Aber, lass das kommen. Philologische Einzelheiten, sowas. Lasst mich diesen Grundsatz Ihnen vorstellen. 2 Grundsätze. Erstens, die wichtigste politische Bewegung der letzten 2 Jahrhunderte war nicht Marxismus oder Faschismus oder Kommunismus, sondern romantischer Nationalismus. Und zweitens, romantischer Nationalismus wurde nur von vergleichender Philologie erzeugt und vergleichende Philologie war die Erfindung von Jakob Grimm. Ich gebe Ihnen nur einen Beweis dafür. In 1848, das Jahr von Revolutionen, gab es in Frankfurt eine große Sammlung von Vertretern aller deutschen Staaten, um die Zukunft von Deutschland zu entscheiden. Es war die Professorensammlung. Und die Herauslegung der Halle, worin sie gesammelten, war so. Ein Tisch für den Präsident und die Beamten. Reihen von Banken für die Journalisten und Sekretarien. Ein Halbrund vor dem Tisch für alle Vertreter der deutschen Staaten.
und mitten in dem Hauptrunde ein freier Platz, ein Durchgang. Und mitten in dem Durchgang ein einziger Stuhl, für einen einzigen Mann reserviert. Und der Mann war Jakob Grimm. Er war das Herz der Sammlung und er war die Seele Deutschlands. Deutschland, man kann sagen, war seine Erfindung. Er hatte die Idee von Deutschland als Einheit geschaffen durch seine Bücher, deutsche Grammatik, deutsche Mythologie, Geschichte der deutschen Sprache, altdeutsche Wälder. Ja, und auch die Haus- und Kindermärchen. Und der Grundsatz seiner Idee war die Einheit von Nation und Volk und Sprache. Wo auch die deutsche Sprache gesprochen wird, so ist es Deutschland. Eine gefährliche Idee und von vielen bestritten, wie die Schweizer und die Österreicher. Und lasst uns nicht von Schleswig-Holstein sprechen oder Südtirol, aber für die meisten Deutschen absolut zwingend als Idee. Und die Idee hat nicht nur Deutschland geschafft, sondern auch Italien und Belgien und Finnland und die östlichen Nationen nach dem Untergang der Österreichischen Reich und so weiter. Alle Resultate von romantischem Nationalismus. Und diese auch das Resultat von der neuen vergleichenden Philologie. Nur ein Beispiel, aber nochmal ein wichtiges. Viele glauben, dass die Nation von Finnland existierte nicht ohne das Gedicht Kalevala. Dieses Epos wurde von dem Forscher Elias Lönnrot aus gesammelten Balladen zusammengestellt. Es gab dem finnischen Volke das Gefühl für seine eigene Sprache, seine eigene Geschichte, seine eigene Identität. Sein Erfolg erzeugte manche Nachahmer, unterdessen den Silmarillion. Aber vergleichende Philologie löste nicht nur literarische Begegnungen auf. Sammlungen von Balladen, von Märchen, Erfindungen von alten Epen, Fälschung von alten Epen und so weiter. Grimms Revolution versucht auch neues Überdenken von Geschichte, wie wir schon gesehen haben, von Mythologie, von dem Ursprung der Völker und der Nationen. Durch die Gesetze von Grimm und seinen Nachfolger konnte man rekonstruieren, nicht nur Wörter, wie den Vorfahr für die verschiedenen Wörter für 5, sondern auch ganze ausgestorbene Sprachen. Wir haben Grammatik und Wortschatz für die indoeuropäische Sprache, wovon kein ursprüngliches Wort immer aufgezeichnet worden ist. Und damit Begriffe, Fabeln, ganze Mythologien. Wenn Scharfsinnigkeit ist die höchst gepreiste Tugend des Philologs, so ist hypothetische Rekonstruktion die charakteristische Tätigkeit des vergleichenden Philologs geworden. 2 Resultate dieser ganzen Bewegung. Erstens, und besonders in Deutschland, erwarb die Philologie sehr hohe Beachtung und Ansehen. Es wurde gestimmt, sogar in Preußen, dass ein Privatdozent von Philologie denselben Status als ein Offizier der Armee habe. Zweitens, die Philologen wurden immer mehr selbstvertrauend. Sie sagten, Lautgesetze haben keine Ausnahmen. Das ist Befehl. Jedes Wort aber hat seine eigene Geschichte. Wo es schien eine Ausnahme zu sein, das war nur eine Andeutung an ein noch feineres Gesetz, eine noch schärfere Unterscheidung. Und damit, jedes Wort hat seine eigene Geschichte. Lautverschiebungen, Lehnwörter, Missverständnisse, alle wirkten auf verschiedenen Weisen an Wörter auf. Aber endlich war alles regelmäßig, wenn man nur alle relevanten Gesetze und alle relevanten Informationen anwenden konnte. Bitte bemerken Sie nur das Selbstvertrauen. Und was hat Tolkien damit zu tun? Kurz, er war der englische Grimm. Es sind viele Beweise der Beziehung zwischen Grimm und Tolkien und ich kann hier nur einige davon Ihnen vorstellen. Ich werde in philologischer Mode vom Großen nach Kleinem fahren. Aber bei der Philologie ist das Kleinste oft das Wichtigste. Erstens, Silmarillion ist eine Nachahmung von Kalevala. Klar im Ursprung, klar auch in Absicht. Tolkien wollte ein nationales Erbe für die Engländer besorgen, das in der Tat ihnen fehlte. Ja, eine Fälschung, eine moderne Schöpfung, sowas.
Es sind viele solche Fälschungen von Epen geschafft worden, in Estonien, in Litauen und auch in Amerika. Kennen Sie vielleicht Longfellow's Gedicht von Hiawatha? Nein? Es war einmal ein sehr berühmtes Gedicht. Fast alle Amerikaner wissen das Gedicht und fast alle Amerikaner haben es nicht mehr gelesen. Sie hören davon in der Schule und sogleich im Kindergarten. Hiawatha. Es ist sehr klar eine Nachahmung von Kalevala. Zweitens, noch eine moderne Rekonstruktion. Tolkien glaubte, dass Epos Beowulf von einem alten Märchen abgestammt sei, aber das altenglische Märchen nicht überblieben war. Macht nichts, er schrieb es. Als Selig-Spell, veröffentlicht 2014. Erstens auf Englisch, aber ein Teil davon auch auf Altenglisch oder Angelsächsisch. En daarom was woeniende bij Noorddelen middenjerde som koning, de anjan dochter havde. En his husse was een knecht othrum unjelied. Voordan het je lamp, dat des koninges hund aan mitchelne Bär an je metten on dan bergum. Und so weiter und so weiter. Und wir haben hier auch auf eine Weise eine Erzählung von einem Werebär, wie Beorn. Es ist ein Märchen von dem Bärensohn. Und Beorn ist ein Typ davon. Das ursprüngliche und hypothetische Märchen des Bärensohns nicht auf Englisch überblieben ist, macht nichts. Ein Philolog kann das rekonstruieren. Es gibt auch Fabeln in der ganz verschwundenen und ganz hypothetischen Sprache von Indoeuropäisch. Gedichte in nimmer aufgezeichneten Sprachen wie Lombardisch. Alle von Philologen rekonstruiert. Ja, und noch Rekonstruktion. Wir haben, Nachahmung, Rekonstruktion von Geschichte. Zum Beispiel der Geschichte von Tolkiens eigener Mittelerde. Sehen Sie mal von dem Anhänger des Herrn der Ringe und auch weiter in den Unfinished Tales ausgeführt, in der Urgeschichte der Reiter von Rohan. Wir finden diese Namen. Okay, alle von dem Anhang der Herr der Ringe. Namen wie Vidugavia, Vidumavi, Vinitharia. Alle diese sind gotisch. Und die gotischen Namen sind ungefähr von Tolkiens Zeit 15 Jahre in der Vergangenheit. Und auch in Tolkien. Diese sind 1500 Jahre in der Vergangenheit von den Reitern. Also die Geschichte von den Reitern ist ähnlich unserer Geschichte hier. Aber nach diesen Namen finden wir Mahari, Mahwini, Forthwini. Na, was für Sprache ist das? Mahari ist nicht ganz gotisch. Ist es Altenglisch? Nein. Wenn es Altenglisch wäre, so würde Hari zu Herre verändern, wegen einer Art von Mutation, die von Grimm auch beschrieben war. So Mahari ist nicht Altenglisch. Mahwini, ja, das ist möglich als Altenglisch. Und Forthwini ist gut, aber sehr Altenglisch. Wir sehen also diese Namen in Tolkiens Geschichte. Sie verwenden sich von Gotisch nach Altenglisch. Und Altenglisch ist sozusagen die Sprache der Reiter. Nun, was meinte Tolkien dabei? Er wollte die alte Identität anzeigen der Engländer und der Goten. Die Goten waren sein Lieblingsvolk und eine ähnliche Abstammung für die Reiter von Rohan dazu schaffen. Das machte er natürlich auf philologische Weise. Und wer hat das bemerkt? Nicht sehr viele von uns. Warum machte er das? Ich weiß nicht. Er war Philolog. Das war die Weise, wobei er dachte selbst. Rekonstruktion von Geschichte, Rekonstruktion von Begriff. Die Elben. Ja, man sagt jetzt Elfen, aber Jakob Grimm hat diese Form streng abgelehnt.
Elven ist ein Lehnwort von Englisch. Nach den laut gesetzlichen Regeln von Grimm sollte das Wort auf Deutsch Elben sein. B, nicht F. Und erinnern Sie sich daran, laut Gesetze haben keine Ausnahmen. Also sage ich Elben als Ehre zu Jakob Grimm. Es sind aber viele Fabeln und viele Glauben über die Alva in den skandinavischen Sprachen und Andeutungen davon in englischen Namen, wie zum Beispiel der König Alfred. Und auch in englischen und deutschen Märchen. Glaubten Sie, die Brüder Grimm haben diese letzte zum Spaß gesammelt? Nein, sie sammelten die Märchen für ihre philologische Auskunft. Tolkiens Elben dennoch sind das Resultat einer sorgfältigen Erwägung von allen Fabeln und Andeutungen und damit ein Versuch, ein Problem zu lösen, das nach Tolkiens Meinung hatte sogar den großen Grimm zu Fall gebracht. Das Problem der Lichtelben, der Schwarzelben, der Dunkelelben. Sie wissen schon seine ganz originale Erlösung des Problems. Licht und Dunkel und Schwarz haben nichts mit Hautfarbe zu tun, sondern zeichnen jene, die das Licht der Bäume in Valinor gesehen haben, die Lichtelben, und jene, die die Reise ablehnten, die Schwarzelben. Und der dunkle Elbe, Eol, er auch hat seine eigene Geschichte, die noch ein Problem in den ursprünglichen Fabeln konfrontiert und auflöst. Also, Begriff Elben, noch ein Begriff, Hobbits. Wovon stammen diese sonderbaren Geschöpfe? Ein uraltes Volk, sagte Tolkien, aber kein alter Schriftsteller hat sie immer bemerkt. Macht nichts, behauptete Tolkien, so kommt es vielfach vor. Auch bei Orks, auch bei Ents. Die Wörter wie Orks und Ents manchmal überbleiben, aber ohne Beschreibung. Oder, wie bei Hobbits, kann sein, dass das Wort auch verschwunden sei, mit nur einer Ausnahme, der Tolkien vielleicht wusste, aber vielleicht vergessen hatte. Ja, aber obgleich Tolkien das Wort in einem Moment von Inspiration erfand, in dem ersten Satz des Hobbits, beruhigte er sich nicht, bis auf er dem Wort eine uralte Etymologie gezeugt hatte. Ja, am letzten, erstes Blatt von der Hobbits, letzten Blatt, absolut letzten Blatt des letzten Anhangers des Herrn von den Ringen, kein Wort ohne Etymologie. Weil jenes Wort hat seine eigene Geschichte. Keine Ruhe aber, bis die Geschichte des Wortes und der Etymologie aufgeklärt sind. So Tolkien musste die Etymologie von Hobbits endlich, ganz endlich schaffen und am letzten Blatt des letzten Anhanges beschreiben. Und das ist das Zeichen des wirklichen Philologs. Er hat keine Ruhe, bis er auf eine gute Etymologie gekommen ist. Noch nur ein Beispiel. Eine Schöpfung, die von einem ganz charakteristischen philologischen Korrigieren eines alten Missverständnisses stammt. In der Herr der Ringe finden wir die wilden Waldmenschen. Tolkien nannte diese Woses. Das ist jetzt kein englisches Wort. So etwas findet sich aber in einem mittelenglischen Gedicht, Sir Gawain und der grüne Ritter. So laufen ein paar Zeilen davon. Da Gawain fährt auf seine Reise, trifft er viele Feinde. Some wheel with worms he wears, and with wolves else. Some wheel with woodwoes that wound in the Canaries. Und Sie haben die deutsche Übersetzung. Woodwoes. Woodwoes. Es ist klar, wer auch dieses Gedicht abschrieb, hat einen Fehler gemacht. Er sah Wormes und Wolves, beide natürlich Pluralformen. Er glaubte, Woodwoes sei auch eine Pluralform von Singular Woodwoe. Aber das ist falsch. Das Wort war ursprünglich Wosa, wie bei Tolkien, und stammte von Altenglisch Wassa. So Wudu Wassa, Pluralform Wudu Wassan, genau wie Holbittler, Pluralform Holbittlan. Und Holbittlan wurden Hobbits und Wudu Wassan wurden Woses. Auf modernem Englisch wäre das Wort sicher Woodwoes sein und so hat Tolkien es angenommen und gebraucht. Noch ein Wort.
Tolkiens Büro in der Universität zu Leeds, wie auch das meine, stand auf Woodhouse Lane. Aber in lokalen Dialekten ist es nicht Woodhouse, sondern Woodhouse. Keine H. Woodhouse. Und nicht Woodhouse, sondern Woodhouse. Lautverschiebung. Und das war gewiss die ältere Form des Namens. Nicht Woodhouse, die Wohnung im Wald, sondern der Ort, wo die wilden Waldmenschen wohnen. Woodhouse Lane. Sogar Straßennamen also können und sollen von dem Philologen korrigiert werden. Und dann kann der Philolog die fehlende Beschreibung für das Wort besorgen und von dem Wort an das Ding weiterfahren. Tolkien glaubte, wir sind nimmer von der Geschichte weit entfernt. Aber das können wir am besten durch Wörter und Namen fühlen. Kurz gesagt, der Ursprung von Tolkiens schöpferischer Kraft war Philologie. Die Grimmische Revolution, vergleichende Philologie. Diese gab ihm die Wörter, die Begriffe, die Andeutungen einer längst vergessenen Welt, die man trotzdem durch Wörter und Namen noch sich einbilden konnte. Philologie gab ihm auch das Selbstvertrauen, an die Wörter die Beschreibungen zuzufügen und so eine neue Realität sich zu schaffen. Und ich glaube, das sei das große Verhältnis zwischen Tolkien und den meisten anderen Fantasieschreibern. Seine Realität war für ihn echt real. Vergessen, aber keine Fantasie. Oder nicht seine persönliche Fantasie. Mittelerde für ihn war unser Erbe, von unseren Vorfahren geschaffen, meinen und auch ihren. Er wollte sie nur noch am Leben wiederbringen und das hat er ohne Zweifel getan. Sozusagen hat er die Welt, die hinter den Märchen von den Brüdern Grimm rekonstruiert, wie die Brüder Grimm die Welt der deutschen oder nordischen Mythologie. Der Unterschied ist nur, dass die Grimms als Forscher schrieben, Tolkien als Schöpfer. Und lasst uns daran erinnern, wenn Tolkien der einflussreichste Autor des 20. Jahrhunderts war, nach vielen Meinungen waren die Grimms die einflussreichsten des 19. Alle vergleichende Philologen. Und jetzt ist das Studium der vergleichenden Philologie in den Universitäten der englisch sprechenden Welt fast ganz ausgestorben. Es war zu streitsüchtig für meine lieben Kollegen. Es war zu unbarmherzig für meine lieben Kollegen. Sie ziehen es vor, nette und höfliche Studien zu folgen, wo jeder kann seine eigene Meinung unbestritten halten, weil die literarische Kritik keine Wissenschaft ist, nur ein Hobby. Und es ist ein Hobby nicht für Philologen, aber Tolkiens Term für Mythologists. Jeder, die das Wort nicht lieben, jeder, die das Wort hassen. Es ist Elrond, ich glaube, der sagt, durch die Alter haben wir den langen Rücktritt gekämpft. Und Tolkien auch und ich auch. Wir haben den langen Rücktritt von Philologie gesehen und auch gekämpft. Ich erinnere mich daran, was ist das? What is bitterness auf Deutsch? Bitterkeit. Bitterkeit. Okay, Bitterkeit. Ich erinnere mich daran mit Bitterkeit. Also, meiner Meinung nach, es wird in der Zukunft aussehen, ich fange noch einmal. Meiner Meinung nach, es wird in der Zukunft aussehen, die größte Politikertragödie unserer Zeit sei, dass die Politiker, mit einer Ausnahme, nimmer Science Fiction lesen wollten. Und die größte humanistische Tragödie ist, dass die Professoren an Philologie und besonders an vergleichende Philologie den Rücken gewendet hatten. Und wir werden gewiss den Misserfolg davon endlich fühlen. Also, politische Tragödie, humanistische Tragödie. Und jetzt sind wir noch nicht am Ende. Vielen Dank.